Du hast den Disco erfunden, du hast mit wahnsinnig vielen tollen Musikern zusammengearbeitet und produziert. Du hast dein eigenes Auto gebaut, dann hast du, ich habe gesehen, sogar eine eigene Version von Metropolis, dem Film, rausgebracht. Dann bist du jetzt DJ, dann war eine Zeit lang Freizeitprofi, Golfer und. Und ich komme schon so außer Atem und ich denke mir so, bist du umtriebig, hast du ADS? Ich bin nur glücklich mit meinem Leben. Ich habe viele Sachen gemacht, die mir gefallen. Und bis vor 2-3 Jahren war ich einigermaßen zurückgezogen, habe viel Golf gespielt, nicht professionell. Aber jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich wieder im Business drinnen, habe gerade ein Album gemacht, mache DJ. Heute Abend bin ich hier in Melt Festival und absolut glücklich. Aber wie kommt das? Also woher kommt denn was treibt dich denn so an, so wahnsinnig viel zu machen? Ich glaube, in erster Linie ist die Musik, was ich gern mache. Ich habe viele andere Sachen gemacht, aber sagen wir mal, interessante Sachen waren immer die Musik. Und ich bleibe auch bei der Musik. Und jetzt mache ich eine Sache, die ich schon öfters mal machen wollte, aber noch nie gemacht habe, ist ein Musical. Und da die Liste wird länger und länger, jetzt kommt noch ein Musical dazu? Ja, ein Musical und dann habe ich genug. Das wird vielleicht so ein Jahr dauern und dann mache ich weiter wie jetzt, aber höchstwahrscheinlich nichts Neues. Und worum wird es denn im Musical gehen? Darfst du das schon verraten? Mein Freund Harold Kloser, der schreibt zurzeit, es geht um einen DJ und da ist Disco-Musik drinnen und da ist EDM-Musik und es ist ein sehr aktuelles Thema. Was war denn für dich die Initialzündung, jetzt wieder mit der Musik so anzufangen, wenn du jetzt jahrelang gesagt hast, ich ziehe mich jetzt mal zurück, ich mache es jetzt, lass es mal ein bisschen langsamer angehen? Ja, es war eigentlich ein bisschen ein Zufall, dass ich die Daft Punk getroffen habe. Die haben mich gefragt, ob ich mit denen was machen möchte und die haben mich dann eingeladen im Studio in Paris und da dachte ich, jetzt komme ich rein und wir spielen Klavier und wir komponieren, aber die sagten, nein, das Komponieren tun sie, ich soll nur meine Geschichte erzählen, meine Geschichte meines Lebens. Und ich habe dann 2 Stunden gesprochen und erzählt und dann wusste ich ja monatelang nicht, was sie mit dem Lied machen wollen, bis ich das gehört habe und hat mir sehr gut gefallen. Wie ist es dann zu dem Album gekommen? Das ist ja nochmal ein großer Schritt von, ich erzähle Daft Punk meine Lebensgeschichte und jetzt versammle ich sämtliche Pop-Diven der Zeit wieder um mich rum. Es ist so, dass dieses Album war so erfolgreich und ich habe inzwischen schon angefangen, DJ zu werden, auch sehr erfolgreich. Und plötzlich hat man mich so wiederentdeckt und meinten, man müsste mit den älteren Herren noch was machen. Und ich habe dann relativ leicht diese ganzen Künstler gekriegt, weil diese jungen Leute wie Lady Gaga und Sia und Kylie Minogue, die haben mich immer schon geliebt, nicht als Person, sondern als Komponist und als Produzent. Und es war wirklich schön, dass diese Leute einfach gern mitgemacht haben. Jetzt frage ich mich trotzdem, was diese Initialzündung für so ein Album dann war. Hattest du Heimweh nach der Musikbranche? Kann man das so beschreiben? Nein, ganz einfach. In meinem Alter, wenn man ein Angebot kriegt und gerade in dieser Zeit von einer Plattenfirma, dann kann man einfach nicht Nein sagen. Und dann habe ich Ja gesagt. Aber guck, du hast doch so viel geleistet. Ich habe es ja am Anfang alles aufgezählt. Nötig hast du es nicht. Das machst du doch schon aus anderen Gründen, oder? Ich mache es nur, weil es mir so sehr gefällt. Und wie gesagt, die Musikbranche zurzeit geht es ja nicht besonders gut. Und die Tatsache, dass mir jemand ein Angebot macht, um ein ganzes Album zu machen, das war so erstaunlich. Und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und du bist aber, wir sehen es hier an den Kopfhörern, jetzt vor allen Dingen auch als DJ auf der Bühne. Ist das etwas, was jetzt erst geht? Nein, ich muss sagen, ich habe viele Angebote in den letzten 10 Jahren bekommen.
Aber ich dachte immer, ach, ich bin ein Komponist und Produzent und ich wollte das eigentlich nie so recht machen, bis ich mal dann ein Angebot gekriegt habe von der eigentlich von den Elton John ein Deal, ein Gig zu machen in Cannes und dann einen erfolgreichen Gig in New York. Und plötzlich ging es gut und das gefällt mir, weil ich als Künstler wollte ich immer schon auftreten. Aber meine Stimme ist nicht gut genug. Lampenfieber und ich hab einfach vor 30 Jahren aufgegeben, das Singen. Aber jetzt bin ich wieder als Künstler und ich bin jetzt praktisch ein Künstler, der auf der Bühne steht. Und das habe ich in meinem Leben immer machen wollen, aber nie können. Hast du Lampenfieber? Nein, ich bin da zu alter Hase, weil ich brauche ja nicht zu singen. Wenn ich singen müsste, dann schon, aber ich brauche ja nur die Platten zu spielen, die ich sowieso kenne und ich habe so viele Platten aufgenommen und neu gemischt und neu gemixt und neu remixt, dass diese Sache, das ist für mich überhaupt kein Problem. Du hast zum Beispiel ganz, ganz tolle Cover von deinen Alben, von den Singles, die rausgekommen sind in den ganzen letzten Jahrzehnten. Und da hatte ich schon immer das Gefühl, dass du auch eine kleine Rampensau bist eigentlich. Also mich überrascht es nicht, dass du jetzt auf die Bühne gehst und deine Musik selbst präsentierst. Eine Rampensau? Ja. Eigentlich nicht, weil ich bin ja seit 30 Jahren nicht mehr aufgetreten. Ja, aber Jetzt die Cover so. Davor waren ganz schön ordentlich, oder? Die waren schon sehr selbstbewusst. Oder? Nein, eigentlich nicht. Nein, ich war eher ruhig und ich war dann immer auch furchtbar nervös. Und ich habe das dann bald aufgegeben. Guck mal das hier. Dieses sind eben Fotos für ein Album. Ja. Das ist eine sehr gute Freundin von mir, beste Freundin meiner Frau. Sie ist eine Sängerin, mit ihr habe ich eine Platte aufgenommen damals. Aber das ist Publicity, das hat eigentlich mit mir nichts zu tun. Ja. Finde ich sehr gut, muss ich sagen. Okay, dann hätte ich nämlich eine allerletzte Frage an dich. Ich wollte fragen, ob du das mit mir nachstellen möchtest, angezogen natürlich. Ob wir das zusammen hinkriegen. Nein, wenn, dann nur wie das Original. Du würdest dich ausziehen? Nein, ich nicht, aber du. Aber du bist ja auch nackt drauf. Nein, das ist ein T-Shirt, was so aussieht wie wir machen es lieber nicht. Das war ein ganz tolles Interview. Okay, Vielen herzlichen Dank. Also ich habe noch Millionen anderer Fragen, aber du musst schon wieder weg, weil du so umtriebig bist. Ich habe auch ein kleines Problem gehabt mit dem Computer. Muss ich noch mal schauen gehen, bevor es zu spät ist.